Hast du manchmal Angst? Ziemlich blöde Frage, oder? Aber ich habe früher ernsthaft gedacht, ich habe gar keine Ängste. Bis ich irgendwann mal feststellen musste, ich bin voll davon. Ich habe sie nur alle abgespalten und in Keller verfrachtet, von wo aus sie ganz unbemerkt mein Leben gesteuert haben. Wenn du mehr über die Zusammenhänge wissen möchtest und auch wie ich damit umgehe, auch als alleinreisende Frau, dann bist du herzlich eingeladen, dran zu bleiben. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Irene und dies ist mein selbst ausgebauter Van, in dem ich lebe, reise und als Psychologin und Online-Mentorin arbeite. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, es geht um das Thema Angst, aber zuvor möchte ich gerne nochmal meine Location hier erklären, wo ich bin. Liebe Manu, ganz herzliches Dankeschön. Sie hat mir unter eins meiner Videos einen Kommentar hinterlassen und gesagt, ich könnte gerne vorbeikommen, wenn ich auf Teneriffa bin und hier vielleicht ein paar Tage stehen und was ich jetzt gerne angenommen habe. In dieser Oase hier, in dieser grünen Oase zwischen, der Umgebung, die nicht so grün ist. Ich bin schon mehrfach gefragt worden, wie ich denn mit Ängsten umgehe, wenn ich so allein als Frau reise und ob ich da nicht manchmal Angst habe und was ich damit mache. Und ich kann nur sagen, ja, habe ich. Und es war für mich auch vor allen Dingen diese erste Etappe meiner Reise, diese gut 9 Monate, da habe ich sehr viel mit Ängsten zu tun gehabt. Und ich durfte sehr viel über mich lernen. Und was ich dabei auch lernen durfte, ist etwas, was eigentlich die Wissenschaft schon weiß, dass nämlich 90% unserer Ängste nichts mit der Gegenwart zu tun haben. Und das durfte ich so deutlich erleben auf dieser Reise. Und das möchte ich gerne mit dir teilen, was ich denn da gemacht habe, wie ich damit umgehe, was ich heute tue. Und ich habe so eine kleine Filmsequenz vorbereitet, die vielleicht schon mal einen Einblick gibt, was da so eigentlich in uns passiert, wenn wir Angst bekommen. Und ich werde das mal einblenden. Die Bilder sind alle von mir, die habe ich so zusammengeschnitten, dass das in das Thema so ein bisschen reinpasst. Schau es dir mal an und schau mal, was es mit dir macht. Ja, eine kleine Filmsequenz. Da ich jetzt dieses Sprachliche vorher aufnehme, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, was ich da reingeschnitten habe. Aber ich denke mal, was vielleicht reingekommen ist, sind so Szenen in solchen Höhlen, so Räume, die ein bisschen dunkel waren. Das war in der nordspanischen Wüste, habe ich die Aufnahmen gemacht. Da sind wirklich solche Höhlen, die sind aber nicht mehr bewohnt, die waren früher bewohnt. Und ja, ein sehr spannender Ort, da habe ich nämlich tagsüber immer gestanden. Dann dachte ich, ach, dann könnte ich hier doch übernachten, weil es war da sehr ruhig. Aber es war eben sehr skurril, weil da so Ruinen waren. Und es so abgeschieden war. Ich war dann da auch ganz alleine und dann wurde es schon dämmerig und dunkel fast. Und da habe ich diese Aufnahmen gemacht. Und ich habe mich dann entschieden, da nicht zu übernachten. Und ich mir lebhaft vorstellen konnte, was dann in meinem Kopf passiert. Und genau darum geht es ja. Und da ich jetzt schon einige Erfahrungen gemacht habe und auch weiß, dass die Ängste eben eher
nicht mit der jetzigen Gegenwart und Realität zu tun haben, sondern mit dem, was in meinem Kopf passiert. Und das ist eben das Spannende. Das ist so der Ansatzpunkt zum Umgang mit Ängsten. Wenn ich das schaffe, da ein Stückchen weit rauszukommen aus diesem Gedankenkino, Gedankenkreisen und mich hier in die Gegenwart zurückhole, dann kann ich es schaffen, sozusagen zwischen einem Reiz, also diese komische Umgebung vielleicht, was man auch Trigger nennen kann, und der direkten Reaktion. Wenn wir getriggert werden, reagiert unser Nervensystem meist sofort, und zwar in Millisekunden, weil das ist unser Überlebenstrieb. Und das hat eben sehr viel mit unserem neuronalen System, mit unserem Nervensystem zu tun. Und zwar vor allem mit dem autonomen Nervensystem. Das dafür da ist, das sorgt eben auch für Herzschlag, für Atmung. Da müssen wir nichts dazu tun. Das passiert alles automatisch. Und dieses autonome Nervensystem ist dafür da, unser Überleben zu sichern. Und das ist auch der Grund, warum wir manchmal so das Gefühl haben, wir reagieren wie auf Autopilot und wollen doch gar nicht so reagieren. Das liegt daran, dass dieses, ich sag mal, Überlebensprogramm, das ist in unserem Hirnstamm verankert, vor unserem präfrontalen Kortex reagiert, da wo wir uns wirklich Gedanken machen können, überlegen können. Das habe ich auch schon mal in einem Video erzählt. Aber bei der Angst ist es ganz besonders wichtig. Und das ist eine Überlebensreaktion, die uns am Leben hält letztlich. Das Dumme ist nur, dass dieses Upscan, diese Neurozeption, wie sich das im Fachjargon nennt, davon abhängt, wie unser Nervensystem sich entwickelt hat, als wir ganz klein waren. Das Erste, was wir brauchen, wenn wir auf diese Welt kommen, ist eine Bindung und eine sichere Bindung, damit wir uns in Sicherheit fühlen können. Dann kann sich unser Nervensystem ganz normal und gesund entwickeln. Aber wenn wir immer wieder in Zustände kommen, wo wir uns bedroht fühlen, und das kann eben sehr leicht passieren bei so einem Neugeborenen oder Säugling oder auch Kleinkind, so bis 2, 3 Jahre ist es halt noch nicht in der Lage, wirklich alleine damit umzugehen. Da braucht es immer eine Bezugsperson, die das mitreguliert, solche, ich sag mal, intensiven Gefühle. Und wenn wir das alles nicht so gut erlebt und gelernt haben, dann tragen wir das mit in unser Erwachsenenleben. Das ist so der Schlüssel auch im Umgang mit Ängsten. Es ist so wichtig zu lernen zwischen einem Trigger, der im Außen passiert, oder auch in unserem Innern. Es wird in unserem Innern eine alte Erfahrung getriggert, die wir kennen. Da haben wir uns schon mal bedroht gefühlt. Und es kommt nicht ins Bewusstsein, es geht eben so automatisch. Und automatisch haben wir wieder diese alten Gefühle von alleingelassen sein, verlassen sein, nicht richtig sein, wie auch immer. Und eben auch nicht mit solchen Situationen umgehen zu können. Und mit so starken Emotionen nicht umgehen zu können. Und dann geraten wir in diesen Überforderungszustand. Und da gilt es so ziemlich frühzeitig so das zu fassen zu kriegen und mich so ein bisschen rauszubeamen und mir das Ganze von oben, ich habe ja immer diese Adlerperspektive, die liebe ich, zu schauen, was passiert hier eigentlich gerade? Und hat das, was ich gerade fühle, tatsächlich was mit dem zu tun, was hier im Moment in der Gegenwart passiert? Und ganz konkrete Beispiele hatte ich zum Beispiel auch einmal, wo ich da plötzlich ganz allein an so einem einsamen Ort war, die tagsüber da an dieser Bucht waren und da gebadet haben, sind nach und nach alle weggefahren und ich wollte da übernachten. Und das war sehr, sehr spannend, weil als es dann langsam dunkel wurde und da niemand war und ich wusste, ich bin einige Kilometer von der nächsten Zivilisation entfernt und das auch noch auf einer Straße, die extrem eng, steil war, an den Bergen, Serpentin und wo überall immer Geröll runterkam. Und dann wusste ich auch, es könnte Regen geben und es wird stürmisch. Und das alles zusammengenommen, diese ganzen Bausteine, könnt ihr euch wahrscheinlich lebhaft vorstellen, was in meinem Kopf abgegangen ist.
Und wenn es dunkel wird, dann wird es halt immer noch sehr viel dramatischer alles. Und genauso ist es mir auch gegangen. Ich habe echt Angst gekriegt und dann wurde es wirklich dunkel und ich wusste, nee, also jetzt fahre ich diese Strecke bestimmt nicht im Dunkeln. Ich fand die im Hellen schon sehr beängstigend. Also es ging dann immer so steil runter und so steil hoch und so eng. Also ich fahre die bestimmt nicht im Dunkeln. Also mir war klar, ich muss jetzt hier bleiben. Ja, und durfte das dann so beobachten, was in meinem Kopf vorgeht. Also was für Vorstellungen da abratterten. Oh je, und jetzt kommt Wind und Sturm und Regen, alles zusammen. Oh, das bringt das Geröll die Berge runter, weil als ich da hochgefahren bin, lagen da immer schon so musste ich immer ausweichen, weil da schon immer so Schotter und Steine und so auf der Straße lagen. Ja, und ich sah mich da schon völlig abgeschnitten von der Welt, weil es gab keinen anderen Zugang zu dieser Bucht. Das war so die eine Angstschiene. Und dann aber auch, oh Gott, und wenn da jetzt jemand kommt noch, ich bin ganz allein und völlig wehrlos und schutzlos. Ja, und ich weiß nicht, was noch für Ideen ich alle in meinem Kopf hatte. Ganz viel Fantasien. Und die alle viel nicht mal mit realen Erlebnissen aus meiner Vergangenheit zu tun hatten, sondern auch viel mit sehr fantasievollen Erfahrungen, die da hochkamen. Dass ich als Kind nämlich ganz viel Angst hatte, wenn ich alleine irgendwo im Dunkeln lang gehen musste. Da ich Sport gemacht habe, Hochleistungssport, war das oft so, ich musste mit Bus und Bahn zum Training fahren und im Winter war es halt schon lange dunkel, wenn das Training vorbei war. Und ich habe solche Ängste ausgestanden. Ich habe mir immer überlegt, wer mich alles umbringen will da im Bus und wer hinter mir ging. Ich habe solche Panik gehabt. Und das hängt auch damit zusammen, wie ich groß geworden bin und dass ich auf dieser Welt nicht willkommen war und dass dieser Ort, diese Welt hier für mich ein per se von klein auf ein Ort war der Lebensbedrohung. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin hier bedroht. Und das trage ich dann ins Erwachsenenalter. Und diese Ängste kamen an dieser Stelle auch wieder hoch. Oh Gott, jemand will mir was Böses. Aber es war halt sehr cool, eine sehr coole Erfahrung, weil ich es geschafft habe, da so einen winzigen Platz und Raum zu schaffen zwischen diesem Trigger, es wird dunkel, und diesen Gedanken, die da losgingen. Oder das so ein bisschen nicht sofort reagieren musste, sondern das beobachten konnte. Ich habe beobachtet, was in meinem Kopf vorgeht. Und was eben sehr hilfreich ist zurück in den Körper zu kommen. Richtig auf diese physisch-körperliche Ebene und zu spüren, was da gerade abgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht in dieser Filmsequenz bemerkt habt. Vielleicht, also ich meine, die war ja völlig laienhaft von mir gedreht und eigentlich auch nicht für den Zweck gedreht und zusammengeschnitten. Aber wenn du weißt, du guckst einen Krimi und es wird ganz spannend, mal zu beobachten, was in deinem Körper vorgeht. Das kannst du so spüren, dann wird halt der Herzschlag schneller, vielleicht kriegst du schwitzige Hände und das mal wahrzunehmen, was tatsächlich auf körperlicher Ebene vorgeht. Und das ist halt das auf der einen Seite das Grandiose unseres Gehirns. Das halt für das Gehirn ist das, wenn wir das so erleben, kann es nicht unterscheiden zwischen Realität und dass das nur ein Film ist zum Beispiel. Oder dass das nur Gedanken sind. Dann schüttet es genau dieselben Stresshormone aus, als wenn da tatsächlich jetzt ein Mörder neben mir steht und mich umbringen will und ich auf 180 bin und damit ich laufen kann. Also mein Körper stellt mir alles zur Verfügung, was ich dann brauche. Und das sind dann diese körperlichen Reaktionen. Und dann gilt es so, zurückzukommen wirklich in den Körper. Und das Problem ist, wenn wir früh gelernt haben, dass wir solche Gefühle damit nicht umgehen können, dann spalten wir uns eben vom Körper ab. Und dann sind wir völlig in dieser Illusion und merken gar nicht mehr, was hier in meinem Körper passiert. Und der Körper ist da hat so eine Schlüsselrolle, weil wir können das nur auf dieser Ebene auch wieder heilen und zurückzukommen. Es geht letztlich darum, wieder nach Hause zu kommen in meinen Körper und auch in dieses Spüren, dieses Wahrnehmen
Und auch so ganz hilfreich kann sein, in solcher Situation sich zu fragen, Moment mal, ist es jetzt hier wirklich gerade so oder ist es meine Erinnerung oder sind das meine Gedanken? Also wirklich mich im Raum umzugucken und abzuchecken. Und genau das habe ich da im Auto auch gemacht. Mich in mein Auto gesetzt und das war das Schöne, dass ich schon gelernt habe. Das ist so meine heimelige Höhle, in der ich mich sicher fühle. Und habe mich so umgeguckt, Moment, ich muss mich mal wieder hier zurückholen. Ich bin ja jetzt hier in diesem Auto, okay, ich bin alleine, aber letztlich, was kann denn jetzt gerade passieren? Im Moment gerade nichts. Da ist kein anderes Auto, es ist noch kein Sturm und eigentlich kommt er wohl erst morgen, es regnet noch nicht. Und selbst wenn da was runterkommt, einfach mich zurückholen und zu sagen, okay, im Notfall kann ich da auch zu Fuß über irgendwelche Sachen rüberklettern. Ich kann jemand anrufen, was auch immer. Es gibt Möglichkeiten, eine Lösung zu finden. Aber wenn ich in diesem Zustand bin, das ist so, mein ganzes System ist dann so fokussiert auf Flucht, Kampf oder Erstarren, dass ich überhaupt keine Chance habe, mir Gedanken zu machen, was es vielleicht für andere Lösungen gibt. Und dann ist es so wichtig, mich wieder da rauszuholen und vielleicht mich umzugucken, mein Nervensystem zu beruhigen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das werde ich jetzt in diesem Video nicht erzählen, weil ich werde vielleicht ein Webinar oder auch einen Online-Kurs dazu machen. Ich bin so dankbar, dass ich immer wieder den Mut habe, mich meinen Ängsten zu stellen und Dinge eben trotzdem zu tun. Sonst hätte ich mich nie auf diese Reise begeben und nicht all das Wundervolle erlebt, so wie auch diesen Ausflug zusammen mit meiner Schwägerin, die mich auf Teneriffa besucht hat. Ja, es gibt so viel mehr dazu zu sagen. Aber es geht auch nur schrittweise. Am Anfang merkt man das vielleicht nicht. Aber wenn ich schon darauf fokussiert bin, ich möchte da mal hinschauen, dann beim nächsten Mal merkst du es vielleicht, wie du abdriftest in diese Angst oder auch in diese Gedankenkreise, in diese ängstlichen. Das ist ja schon mal der erste Schritt, das zu merken. Und der nächste Schritt ist da so ein bisschen Zwischenraum zu schaffen und da nicht sich so einfangen zu lassen, sondern ein bisschen diese Beobachterposition einzunehmen und zu merken, was passiert denn da eigentlich? Und der nächste Schritt ist vielleicht, sich da ein Stück weit rauszuholen. Und da können auch Dinge helfen. Also was mir zum Beispiel auch da geholfen hat, ich glaube, ich habe einfach Videos auf YouTube geguckt. Und was auch ganz toll hilft, ist in die Verbindung zu gehen. Bindung ist nämlich das, was wir immer am meisten brauchen, was wir eigentlich als erstes suchen. Und wenn wir da alleine sind, dann haben wir aber vielleicht ein Handy dabei und können jemand anrufen oder mit jemand schreiben. Also einfach eine andere Person zu haben, die da nicht drin steckt, das hat mir auch total geholfen. Und zu merken, es gibt hier jetzt gerade noch eine andere Realität. Und es hilft so, mit jemandem dann zu sprechen, der ein bisschen auch spiegeln kann, das, was du da gerade empfindest, das findet vor allem in deinem Kopf statt. Oder das ist ausgelöst durch das, was in deinem Kopf stattfindet.
Ja, und es gibt eben nicht dies musst du machen und dann ist es weg, sondern es ist ein Prozess, in dem wir uns selbst kennenlernen dürfen, auch mit unseren Ängsten und mit dem, wie wir programmiert wurden, als wir ganz klein waren, wie wir geprägt wurden, wie unser ganzes System, unser Nervensystem, diese neuronalen Netzwerke entstanden sind, das ein bisschen mehr dem auf die Spur zu kommen und zu verstehen. Und was auch wichtig ist, diese ganzen Strategien oder auch Muster, die entstanden sind, die wollen wir ja oft, das geht ja oft darum, alte Muster, alte Glaubenssätze auszumerzen, neue zu schaffen. Und das ist auch oft so ein Irrglaube, denn das können wir nicht auf kognitiver Ebene machen. Klar, das können wir machen, aber das ist dann wie so ein Pflaster über so eine Wunde kleben. Es geht vielmehr darum, dem auf die Spur zu kommen, was diese Muster denn für eine Ursache haben. Und dafür müssen wir nicht unsere ganze Kindheitsgeschichte aufarbeiten, denn das ist alles in unserem Körper gespeichert. Es geht vielmehr darum, uns selbst zu beobachten in unserer Reaktionsweise, in unserem Tun, wie reagieren wir in welchen Situationen. Und unser Körper, wenn wir dahin zurückgehen, denn in den Körperzellen ist all diese alte Erfahrung gespeichert. Und auch all die Kompensationsstrategien, die wir entwickelt haben, sind dort tief in unserem Nervensystem gespeichert. Und es ist so hilfreich anzuerkennen, dass diese Strategien, die wir mal entwickelt haben, entstanden sind aus einem sehr guten Grund. Nämlich um unser Überleben zu retten oder um mit dem, was wir vorgefunden haben, an Situation, am Umwelt, damit klarzukommen. Und das ist eine unglaubliche Anpassungsleistung von unserem Nervensystem, von unserem ganzen System. Und das auch mal so wertzuschätzen. Es hat uns geholfen, mit den Bedingungen, die bestimmt nicht immer optimal waren, umgehen zu können. Und hat uns erwachsen werden lassen. Nur heute im Erwachsenenalter ist das oftmals sehr kontraproduktiv und eher hinderlich, diese alten Muster, die wir als Kind gelernt haben. Und da gilt es das in einen neuen Zusammenhang zu stellen, aus einer neuen Perspektive anzuschauen, aber wirklich erstmal wertzuschätzen, diese Strategie hat mir geholfen, mit diesen nicht optimalen oder auch dysfunktionalen Bedingungen klarzukommen. Und haben mir das Überleben, das Aufwachsen gesichert. Dass ich sie heute nicht mehr brauche, ist eine andere Geschichte. Aber es ist so wichtig, das erstmal wertzuschätzen und dass viele von uns denken, ja, wir sind irgendwie falsch, wir sind nicht richtig, wir in unseren Reaktionsweisen, wir sind schlecht, wir sind ständig dabei, uns selbst abzuwerten und auch das, was wir tun. Und ich finde es schon mal so hilfreich zu wissen, wir sind nicht schlecht, wir sind nicht falsch und wir sind auch nicht krank. Unsere Reaktionsweisen sind sehr gesund gewesen damals auf sehr ungesunde Ausgangsbedingungen. Also nicht wir sind krank, sondern die Bedingungen waren ziemlich krank, an die wir uns anpassen mussten. Und wir dürfen heute was Neues lernen, weil diese alten Strategien uns heute eben sehr behindern können. Und es geht darum, die zu entdecken, und zwar mit einer sehr wohlwollenden, liebevollen Haltung uns selbst gegenüber und nicht, wenn wir da so uns auf den Weg machen, uns ständig wieder selbst abzuwerten, dass wir nicht schnell gesucht gehen, andere sind viel schneller oder was auch immer wir da an Abwertungsmechanismen in uns auf Lager haben. Es ist sehr spannend, so die inneren Dialoge mal zu beobachten. Da können wir fündig werden, was uns das Leben eigentlich so schwer macht und was für Ängste wir haben. Und das mal zu beobachten und nach herauszufinden, was macht uns Angst? Hat das was wirklich zu hinterfragen? Hat das wirklich was mit der jetzigen Situation zu tun? Oder
Sind das so die Ausläufer der Vergangenheit, die uns einholen, oder projizieren wir quasi unsere Vergangenheit auch in die Zukunft? Denn wenn ich da Angst habe, da könnte vielleicht jemand kommen, im Moment ist da niemand. Und ich bin in der Zukunft. Es könnte jemand kommen, aber ich meine, ich sag mal, wahrscheinlich in 99% der Fälle kommt da niemand. Und selbst wenn jemand kommt, in wie vielen Fällen will der mir was Böses? Ja, und da brauchen wir manchmal eine liebevolle, zugewandte, co-regulierende Unterstützung. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. In diesem Sinne wünsche ich dir ein Erforschen deiner Ängste in einem sicheren Rahmen, sodass du deinen Radius erweitern kannst und letztlich auch deine Träume leben kannst oder deinen Herzensweg leben kannst und der nicht durch deine Ängste blockiert wird. Alles Liebe für dich. Ja, jetzt bin ich inzwischen schon auf Gran Canaria, nachdem ich ja eine ganze Zeit auf La Palma war. Das Video von Teneriffa ist halt schon ein bisschen her, aber ich wollte es euch trotzdem gerne nicht vorenthalten. Und jetzt bin ich hier gerade dabei, durch die Berge. Ich bin hier auf einem Hochplateau. Die Fahrt hierher war der Hammer, da werde ich bestimmt noch was davon zeigen. Und übrigens bin ich wieder alleine. Carmen ist am 2. März Richtung Festland aufgebrochen, hat die Fähre genommen, weil sie sich mit ihrer Tochter dort trifft und noch, ich glaube, 2 Wochen durch Portugal reisen will und dann erstmal gen Heimat. Und deswegen bin ich hier wieder ganz alleine unterwegs. Aber das ist auch nett, ich genieße das gerade sehr. Und auf meiner Tour hier hoch in die Berge ist der Hammer, weil gerade Mandelblüte ist. Ich wusste nicht, dass Mandelbäume so wirklich an Berghängen wachsen. Wirklich der Hammer. Ich bin gerade auf dem Weg, durch die Berge hier zu laufen. Ich glaube, 1,5 Stunden darf ich hier jetzt marschieren. Zu so einem kleinen Bergdorf, wo es auch einen Supermarkt und ein Restaurant gibt. Da werde ich mich jetzt mal aufmachen und hier ein bisschen wandern gehen. Es ist hier irgendwie total schön. Auch wieder viel schöner, als ich dachte. Ganz grün und ja, irgendwie total nett. Und ich marschiere jetzt hier einfach mal durch die Natur und nehme euch vielleicht ein bisschen mit, obwohl auch nicht so lange, sonst wird es halt zu lang, das Video. Aber ja, warte, ich drehe mich hier mal ein bisschen. Oh, so viel sieht man nicht. Aber es ist einfach mega, mega schön. Heute Morgen waren hier ganz viele Schafe. Und es ist so ein ruhiger Platz. Ganz, ganz, ganz angenehm. Mitten in den Bergen und es ist auch nicht so kalt mehr. Es ist insgesamt warm geworden. Ich glaube, morgen sollen es sogar, also zumindest unten am Meer, 27 Grad werden. So, jetzt muss ich, glaube ich, euch mal wieder ausschalten, weil ich sonst den Weg hier nicht finde. Es ist hier überhaupt nicht irgendwie so sehr erkenntlich, wo man lang muss. Okay, bevor ich mich verlaufe, mache ich hier mal aus. Also diese Wander-App, die ich hier habe, ist schon sehr witzig hier, was die für Wege anzeigt. Aber ich liebe das ja so mitten durch die Natur. Da oben sind so eine Schilder, da ist anscheinend ein offizieller Wanderweg. Da werde ich mal hinmarschieren. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
was für eine Wanderung, echt atemberaubend. Was ich noch sagen wollte, ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit im Februar ein Webinar bzw. ein Live-Online-Mentoring angeboten, wo es hauptsächlich um das Thema Angst geht. Also wenn dich das interessiert, dann schau doch mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link, wo du Zugang zu der Aufzeichnung davon bekommen kannst. Und ich biete das wie immer auch auf Spendenbasis an. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist, und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal hier wieder dabei bist.